Ja, hallo liebe Leute, neues Tutorial beziehungsweise ein größeres Projekt. Und zwar möchte ich einen Rubik's Cube konstruieren und euch daran teilhaben lassen. Kann man nicht so als Tutorial sehen, einfach nur zeigen, wie man sowas konstruiert. Und wenn euch solche Videos interessieren, so lasst auch gerne ein Abo da, klickt gegebenenfalls auf die Glocke, wenn ihr da halt eine Nachricht haben wollt, wenn ich was Neues mache. So, was wichtig ist, eine solche Konstruktion eines Rubik Cubes, da geht es nicht um die Gelecktheit, dass alles so funktioniert, sondern es geht darum, so zu konstruieren, wie man eben auch wirklich in der Wirklichkeit konstruiert. Man setzt sich hin und wenn man was sucht und das dann findet, so gehört das zum Konstruktionsprozess dazu. Und das ist nichts Schlechtes, sondern der Zuschauer erkennt, da muss ich aufpassen oder es gibt halt manchmal auch mehrere Wege und man muss den richtigen Weg aussuchen. Okay, fangen wir an. Rubik's Cube, das ist dieser Zauberwürfel, der ist in seiner Breite nicht 60, der ist fast 60 mm breit. Und ich habe vorhin nachgemessen, 56 mm. Die sind auch die Würfelseiten, die sind auch nicht so ganz, diese Mittelsteine, die liegen ein bisschen tiefer drin. Das sei es drum, mit den 56 konstruiere ich auf alle Fälle. Und das Ganze soll parametrisch werden. Also ich habe hier schon mal im Part-Design eine neue Zeichnung aufgemacht. So, um zu zeigen, welche Version ich nutze, da habe ich hier About FreeCAD und das haben wir die FreeCAD 019. Und zwar, das ist die 19er Version in der Revisionsnummer 23463. Die ist hier vom 20. Dezember 2020. Gibt mittlerweile bestimmt eine neuere, aber mit der mache ich das im Moment. So, was ich auch noch zeigen will, ist, hier unten habe ich ein paar Funktionen hingelegt. Das ist ab hier, da geht das los. Das ist ein zusätzliches, wie heißt das nochmal? Das werden wir gerade sehen. Ich kann hier über Benutzer definiert, kann ich halt definieren, Symbolleisten heißen die Dinger. Und da habe ich eine Symbolleiste, die heißt Part und die kann ich auch ausblenden. Wenn ich hier das wegmache und schließe, dann sollte das eigentlich weg sein. Ist aber nicht. Tolle Sache. Also ich verschiebe das jetzt einfach mal hier rüber, damit euch das nicht stört. Das ist ungefähr das Aussehen, wie FreeCAD normalerweise aussieht. So, ich mache mal gerade wahrscheinlich erst nach dem Neustart, deswegen gehen wir hier mal wieder rein. Ich mache bei den Symbolleisten den Part mal wieder an. Mein Hund spielt da mit seinem Schweinchen rum, also nicht wundern, wenn es da ein bisschen grunzt. Dann kaut er auf seinem Schweinchen rum. Okay, so, dann schließen wir das wieder. Also das ist ein Sondermenü, was ich angelegt habe. Das sind Befehle aus dem aus der Part Workbench, damit ich nicht für alles in die Part Workbench wechseln muss. Wenn ich die benutze, weise ich explizit darauf hin. Ich denke aber, wir werden die gar nicht nutzen müssen. Okay, fangen wir an. Wir konstruieren erstmal das Mittelkreuz, beziehungsweise ich nenne das Mittelstück dieses Würfels. Das besteht aus 6 Röhren. Die beginne ich jetzt erstmal zu konstruieren. Also einfach eine Zeichnung generieren. Body wird automatisch generiert auf der XY-Fläche. Und da wird erstmal ein Kreis hingelegt. Und dieser Kreis, der kriegt einen Radius. So, wir gehen aber hier erstmal wieder raus, weil ich lege jetzt noch zusätzlich, dazu wechsle ich hier in den Spreadsheet-Modus oder Spreadsheet Workbench ein neues Spreadsheet an. Das haben wir hier, dann können wir das doppelklicken und wir haben jetzt hier einmal die Zeichnung, einmal Spreadsheet. Will man die nebeneinander sehen, dann klickt man hier hin und tippt hier über Fenster anordnen und dann werden die nebeneinander angeordnet und dann kann ich das hier so rüberfahren und kann das hier wieder entsprechend größer fahren, sodass das Spreadsheet nicht allzu viel Platz einnimmt.
So, ins Spreadsheet kommen die parametrischen Werte. Also, und da fangen wir hier einmal an. Ich mache das, ja, machen wir es ruhig in A. Ich habe mir die auf dem Zettel aufgeschrieben, wie ich die nennen möchte. Also hier haben wir erstmal einen Wert von 56 mm. Das ist eben die Breite des Würfels. Und dem geben wir einen Alias, der nennt sich einfach Breite. So, wir sehen, dass das gelb hinterlegt ist. Das bedeutet, es hat ein Alias. So, dann haben wir jetzt für die Konstruktion brauchen wir erstmal die Werte für diese Kreise, die ich hier konstruieren möchte. Und zwar, das ist ein Durchmesser und das ist das Mittelteil. Durchmesser MTL. Davon brauche ich 2, also ist das Nummer 1. Ach, das mache ich gleich erst. So, der kriegt einen Wert von 8,8 mm. Das ist der äußere Durchmesser und das heißt dann DMMTL1. Und innen kriegt das einen Wert von 6,8 mm. Das bekommt ein Alias, der heißt DMMTL. Für Mittelteil ist das MTL und die Nummer 2. So, für die Konstruktion des Mittelkreuzes haben wir hier jetzt erstmal alle Werte. Das heißt, diesem Spreadsheet gebe ich aber noch einen Namen. Also hier anklicken, F2 drücken, AAA. So kennt man das von mir auch schon. Das kann man ganz schnell tippen. Da muss man nicht jedes Mal Spreadsheet auswählen. So, wir gehen wieder in die Zeichnung. Und dann mache ich gerade mal oben die Tastenbefehle an, wenn ich was drücke, dass ihr seht, was ich drücke. Und wir sind wieder in der Zeichnung. Wir wechseln hier auf Durchmesser festlegen. Das soll einen Durchmesser bekommen. Und zwar, der bekommt den Wert. Und dann schauen wir, das hatte ich ja benannt. Und zwar AAA.DMTL1. Nee, falsch, DMMTL1. So, da haben wir es 8,8. Und wir können hier OK drücken. Und das ist der erste Durchmesser. Und dann zeichnen wir den zweiten Durchmesser. Das ist hier die 6,8. Also nochmal einen Kreis da rein. Wieder zentrisch hier auf den Mittelpunkt. Und der kriegt wieder einen Durchmesser. Und dann auch wieder fx und AAA.DMMTL2. Das sind die 6,8. So, damit sind wir fertig. So, jetzt habe ich hier noch einen Wert vergessen. Und zwar, das ist die Höhe. Die ist hier 19 mm. Und diesen Parameter, dem geben wir auch ein Alias, der heißt H und dann auch MTL für das Mittelteil. Gut, jetzt können wir die Zeichnung verlassen. Kann das hier so ein bisschen drehen und dann wechseln wieder in den Part Design Modus und das wird jetzt aufgepolstert und zwar einmal symmetrisch zu einer Ebene und in die Höhe, die wird ganz einfach HAA.HMTL, die 19 und fertig ist die Laube. So, bevor ich jetzt hier weitermache, ich möchte dieses Teil so Fixierung reinmachen, damit die zentrischen Steine, die ich da rein drücke, damit die da so richtig schön einklicken. Und da haben wir erstmal noch weitere Werte, die packe ich hier mal, lasse ich eine Zeile frei. Und zwar, da haben wir einmal eine Höhe, die soll sein 3 mm. Das nennen wir H-Fix. Und zwar H-Fix ist der Abstand von hier in Richtung, wo diese Vertiefung hier in die Röhre rein soll. Dann haben wir eine Breite, wie diese Aussparung da generiert wird. Das machen wir 2 mm. Und das wird dann ein Alias, das heißt dann
B-Fix für die Breite, Fix für die Fixierung, so dass das klar ist. Und dann kriegt das noch eine Tiefe, wie das hier reingefräst ist. Und da machen wir ganz einfach 0,5 mm. Das ist ja 1 mm Wandstärke, also einen halben Millimeter wird das reingefräst. So, das kriegt auch einen Parameter und zwar oder Namen und das nennt sich ganz einfach T-Fix. So, damit habe ich die benannt und die müssen wir jetzt vorher machen, weil ich das gleiche kopiere, das Teil, dann sollten die schon drin sein, sonst muss ich an 6 Ecken dieses Teil da rein konstruieren. Okay, fangen wir hier an. Wie machen wir das Ganze? Und zwar, das wird, wir können uns das hier von der Seite anschauen und aus dem Pad hier kann man ganz einfach, das kann man entsprechend bearbeiten in der Darstellung und zwar bitte transparent machen. Und jetzt kann man hier reinzeichnen, wo soll denn da was hin. Gut, wir erzeugen eine Zeichnung. Also wir können erstmal hier das schließen und wir erzeugen eine Zeichnung und auf die XZ-Plane. Das passt sehr gut und zwar dann, wir haben ja hier den Mittelpunkt, einmal geht es ins Plus, einmal ins Minus und das setzen wir dann in die XZ-Plane, das ist diese hier. Okay, und da wird jetzt ein Rechteck gezeichnet, das zeichne ich hier oben so einfach rein. Und das kriegt einen Abstand, das ist dieser Parameter hier, der heißt H-Fix. Und zwar, den bemessen wir hierzu. Was ist das? 9,03. Und das spielt aber keine Rolle, der wird, und zwar, wir haben hier die Größe des Steins, das sind die 8,8. Ne, Quatsch. Wo haben wir sie? Ich glaube, die 19 waren es. Ne? Ich gucke mal gerade nach. Höhe Mittel. Ja, 19 mm. Also HMTL. Das heißt, das ist AAA.HMTL geteilt durch 2 minus AAA.Hfix. So, da soll das hin und dann kriegt das hier eine Breite und zwar das wird diese B-Fix, das heißt das Maß wird auch hier bemaßt AAA.B-Fix, das sind die 2 mm. Und dann haben wir die Tiefe hier, das heißt diesen Wert hier, den bemaß ich und zwar, das machen wir lieber nochmal, und zwar diesen Wert, den bemaß ich als waagerecht und zwar der Wert wird AAA. Und zwar das ist der innere Kreis, das heißt DMMTL2 und da ziehen wir minus 0,001 ab. Das mache ich, damit es hundertprozentig halt, da ist aber noch was vergessen worden und zwar, das muss durch 2 geteilt werden. Geteilt durch 2 minus 0,01. So, okay. Da sieht man, dann fängt er da schön an, ist aber 100% eben wirklich innen und haben wir die Tiefe schon? Nein, die haben wir noch nicht bemaßt. Das heißt, der hier, der wird jetzt bemaßt mit diesem 0,5 und das ist die T-Fix. Okay, Maß auch ruhig waagerecht. AAA.T-Fix. So, und das ist jetzt die Vertiefung, die ich da rein konstruieren möchte.
das einmal schließen und dann hat man das da so drin liegen, wird einfach selektiert. Wir gehen auf die Node hier, das heißt abziehende Objekte. Hier heißt das Ganze rotiere die ausgewählte Skizze. Hier heißt das erzeuge Node und schon ist das Ding da drin. So. Und das müssen wir jetzt auf der anderen Seite auch machen. Das heißt, ich gehe wieder in die Ansicht und einmal hier das beenden. Wir erzeugen eine neue Zeichnung. Und zwar, die kommt hier unten hin, auch wieder auf der XZ-Plane. Und da wird wieder hier so ein Rechteck reingezeichnet. So, das kriegt wiederum diesen Abstand hier, den bemaßen wir. Da können wir jetzt ruhig senkrecht bemaßen nehmen. Und da haben wir die AAA.H. Wie heißt es? HMTL. Und zwar geteilt durch 2 minus AAA.Hfix. So, da ist das Teil. So, dann können wir wieder die Breite bemaßen. Senkrecht. Und zwar AAA.Bfix. So, der ist aber falsch hier, sehe ich gerade. Das heißt, den löschen wir erstmal raus. Wir schieben das erstmal und bemaßen neu. So, senkrecht ist das auf Fx AAA.Hfix. Die 3 mm. Ne, Quatsch, nicht Hfix. Bfix. So, Bfix. So, das haben wir genauso. Dann ziehen wir den hier einfach raus. Bemaßen jetzt erstmal diesen hier. Das wird das Maß waagerecht und zwar auch wieder als Parameter AAA.DMTL2 geteilt durch 2 minus 0.001. DMMTL heißt das. So, jetzt haben wir auch den Wert hier und okay. Dann hängt er da, wie wir es vorhin auch gesehen haben. Das wird noch bemaßt hier und zwar waagerecht. Und das ist dann AAA.Tfix. So, schauen wir uns das mal an. Das sieht sehr gut aus. Sieht genauso aus wie das auf der anderen Seite. Auch die Maße. Ne, die stimmen nicht so ganz. Da müssen wir gerade mal schauen, was haben wir denn da anders gehabt. Man kann jetzt einfach diesen Sketch hier aufrufen und hier reinschauen. Was habe ich denn da anders gerechnet? Ich habe das Maß innen genommen. Aha. Gut. Also dann weiß man auch, warum es falsch ist. Wäre vorhin doch gar nicht so falsch gewesen. So, dann können wir das nochmal aufdröseln hier. Und das Maß müssen wir jetzt nur rausnehmen, den verschieben, bemaßen und senkrecht f von x natürlich AAA.Bfix. So, das sieht jetzt korrekt aus. Jetzt haben wir da die korrekten Werte, genau wie auf der anderen Seite. Einmal schließen. Wir machen hier wieder eine Node und dann haben wir das auf beiden Seiten, diese Einschnitte da drin. So, dieser Buddy, der wird jetzt ganz einfach mehrfach kopiert. Und zwar, wir gehen hier auf OK. Und können den jetzt mehrfach kopieren.
Und das macht man folgendermaßen, indem man den Body selektiert. Und er hat mir den hier leider wieder dran geschoben. Ich ziehe den mal hier unten hin. Das sind meine Bearbeitungsbefehle für den Part-Design-Modus. Und zwar mit dieser, nicht mit dieser, wir drücken STRG C. Und dann haben wir hier alles ausgewählt und hier unten ist die Tabelle mit angegeben. Da machen wir das Häkchen weg. Jetzt wird alles kopiert, auch ruhig die Koordinaten. Das stört nicht oder ist sogar gut. Und einmal OK drücken. Jetzt brauchen wir nur einmal STRG V drücken. Und wir haben einen zweiten Körper drin. Und ich brauche den aber nochmal, und zwar ein drittes Mal. So, die kann man jetzt eigentlich einklappen. Body und den auch. Ich habe die 3 Körper und da möchte ich jetzt eine boolsche Verknüpfung raus erstellen. Bevor ich das mache, möchte ich die aber drehen. Das macht man, indem man einfach den Körper hier anwählt, rechte Maustaste und transformieren wählt. Und dann können wir den einfach hier, grünen Ball, und wir drehen den. Dann sieht man es so. Jetzt haben wir noch einen, den Body 2, da gehen wir auch, drücken wir einmal OK, da auch einmal transformieren auswählen. Und der wird jetzt hier um diesen roten gedreht und so. Und dann ist das Mittelkreuz dort schon fertig. Einmal OK drücken und jetzt machen wir hier ein einziges Objekt raus. Und zwar der erste Body ist schon hier aktiv als Body und die anderen hängen so, sind nicht aktiv. Dann wird diese Funktion hier gewählt. Das ist, wenn man da drauf fährt, dann sieht man boolsche Operationen mit 2 oder mehr Körpern. Körper bedeutet, das sind die Bodies hier, also das ist die boolsche Operation im Part-Design-Modus. Im Gegensatz zu denen, deswegen habe ich das hier runtergeschoben, das sind boolsche Operationen des Part-Modus. Und wir drücken einmal hier diesen Knopf hier. So, Vereinigung ist genau richtig. Wir brauchen nur noch sagen, Körper hinzufügen. Oh, was macht er? Das ist nicht gut. Kleinen Moment. Das müssen wir nochmal neu machen. Ne, müssen wir nicht. Ich wähle mal erstmal den Körper und den Körper. Die können wir wieder einklappen hier. Den bitte auch einklappen. Versuchen wir es nochmal. Okay. Einmal die boolsche Operation wählen. Jetzt ist es richtig. Wir wählen Körper hinzufügen. Und zwar du bitte. Dann sind die beiden schon verbunden. Und dann braucht man nur nochmals sagen, Körper hinzufügen und du bitte. Und jetzt haben wir die 3 verbunden. Einmal OK drücken. Und das ist jetzt ein einziger Body. Und damit wir da keine Probleme bekommen, mache ich da erstmal machen wir den wieder durch die Darstellung die Transparenz raus. Da müssen wir jetzt schauen, wo hängt die Transparenz überhaupt. Ich denke mal hier. Ich glaube, das muss man aber hier oben sehen. Ja, da hängt die Transparenz doch. Den können wir eben rausnehmen. Und da der Boolean Pad Transparenz. Ja, die sind hier alle transparent. Ich glaube, der Groove ist der letzte, der Mohikaner. Den müssen wir mal gerade wegmachen, die Transparenz. Und hier haben wir auch den Groove. Transparenz. Einmal schließen. Bleibt transparent. Ist jetzt im Moment aber auch nicht weiter schlimm. Ich habe hier nun, weil wir machen daraus sowieso jetzt ein einziges Objekt. Und zwar, ich wähle den Körper aus hier. Und dann habe ich hier diese Funktion, die habe ich mir hier in eben diese ich komme wieder nicht auf den Namen.
Symbolleiste habe ich mir die gepackt. Wenn ihr das nicht über die Symbolleiste machen wollt oder könnt, dann wechselt ihr in den Part-Modus und geht hier auf Formteil Create Copy. Da steht das ist die deutsche Version, da steht, wenn es auf Deutsch, wenn die Version halt veröffentlicht wird, garantiert was Deutsches, und dann nennt sich das Ganze Form aufbereiten. Das wählen wir jetzt mal aus und schon habt ihr ist kein Körper, sondern ein 3D-Objekt, und das ist jetzt hier genau das, was wir brauchen, und es ist direkt auch nicht mehr durchsichtig. Und dann gehen wir wieder in den Part Design Modus und machen hier raus einen neuen Körper. Und zwar, das macht man einfach, indem man das selektiert und einmal den Körper auswählt. Und dann haben wir hier das als Körper. Einmal F2 drücken, das ist Mittelteil. Also ich kann das jetzt, wenn ich es brauche, wieder ändern, dass es halt transparent wird, und muss ich aber nicht unbedingt. So, das dazu gesagt. So, jetzt kommt als nächstes erstmal einer dieser Dingssteine hier, dieser wie heißen sie, Zentralsteine. Und den Zentralstein, den lasse ich von oben konstruieren. Und zwar, da gehe ich erstmal her und erzeuge erstmal einen neuen Körper. Wir wollen ja nicht das Mittelteil weiter konstruieren, sondern einen neuen Körper. Das Ding, das können wir jetzt schon mal benennen. Das heißt Zentralstein, und das kommt auf eine dieser Seiten hier, und wo das hinkommt, das möchte ich über eine Datum Plane konstruieren, damit das Teil auch parametrisch in Ordnung ist. So, das heißt hier, das ist die Datum Plane, die ich erzeuge. Die ist zwar jetzt schon auf der richtigen Ebene, aber die weiß das noch gar nicht. Das heißt, man macht erstmal hier den Origin sichtbar, dann hat man hier die ganzen Flächen, und dann sieht man hier, das ist die XY-Fläche. Das heißt, hier klickt man einmal hin und nochmal hin und tippt die XY-Fläche an. Nee, muss man wohl so machen. Jo, jetzt haben wir es. Da steht XY-Fläche. Und jetzt kann man diese Fläche einfach verschieben, hier in Z-Richtung. Und zwar, die wird bewegt. Um welchen Wert? Jo, also dieser Würfel, der kommt nach oben. Und zwar, wir haben ja die Breite definiert. Das heißt AAA.Breite. Und das geteilt durch 2. Und das ist der Wert, wo der Stein oben anfängt. Und dann können wir einfach hier OK drücken, und da kommt der Stein drauf. Wir können die Datum Plane, das hier schließen, die einmal selektieren und eine neue Zeichnung darauf konstruieren. Und das wird jetzt hier der Stein des Anstoßes, der Stein des Rubik's Cube. Und dann die beiden, die werden gleich groß. Und das wird zentriert. Die beiden selektieren, den Mittelpunkt selektieren. Einmal hier auf diesen Symmetrie-Knopf, und schon haben wir die Zeichnung fertig. So, das wird jetzt aufgepolstert, aber nicht in die Richtung, sondern umgekehrt in der Richtung. Und die Höhe, das wird die habe ich noch gar nicht gemessen. Das heißt, da machen wir erstmal hier ein OK und ändern das gleich ab. So, die fehlt nämlich noch. Das machen wir hier hin. Und zwar, das ist der Wert, ich messe den mal gerade aus. So, das sind so 8,9 mm. Bisschen schmaler, 8,8. Okay, machen wir 8,8. Und der kriegt natürlich auch einen Namen. Und zwar, das ist eine Höhe.
Höhe Zentralstein. HZST. So, den schreibe ich mir aber auch mal gerade hier in mein Blatt. HZST, und der ist die 8,8 mm. Dass er jetzt genauso hoch ist wie der DMFix oder was? Ach nee, ich habe hier andere Werte. Egal, spielt keine Rolle. Dann machen wir hier OK. Und das ist der Stein, den möchte ich aber jetzt noch in der Höhe richtig anpassen. Einmal Doppelklick hier, dann auf FX und AAA.HZST. Da sieht man hier schon 8.8. Zweimal Tab, OK. Und hier nochmal OK drücken. Und das ist der Stein, wie er sein soll. Nun wird auf diese Fläche hier eine neue Zeichnung angelegt. Und zwar, da können wir erstmal hier auf diese Ansicht hier wechseln, dass wir das wirklich sehen und nicht, dass blockiert wird, die Ansicht. Da kommt ein Kreis rein. Der Kreis kriegt als Durchmesser genau denselben Durchmesser wie im Mittelteil, das heißt AAA.DMM-TL1. Und so sieht das aus. Dann können wir das schon wieder schließen, können hier jetzt eine Aufpolsterung machen, und zwar das Maß. Das wird so die Breite, AAA.Breite geteilt durch 2, so minus AAA. Der HZST wird davon abgezogen und es wird abgezogen die Hälfte der Länge des Mittelteils. Das heißt AAA.HMTL geteilt durch 2. Gucken, was kommt raus. 9,7. Schauen wir uns das gerade mal an. Und schaue da, es ist genau richtig. Gut, dann können wir das Mittelteil hier erstmal ausblenden. Und da muss nun ein weiterer Kreis drauf. Das heißt, einmal hier OK drücken, eine neue Zeichnung, da drauf wiederum ein Kreis. So, der kriegt wieder einen Durchmesser und da müssen wir uns überlegen, wie wir den benennen. Das sind ja hier die 6,8 und hier neben schreibe ich jetzt den Wert dafür, weil der muss ein bisschen kleiner werden, damit er da nicht Passpassung reinkommt. Das heißt, den Durchmesser machen wir 6,7 mm. Das kann man hinterher immer noch anpassen. Der kriegt auch einen Namen und zwar den nennen wir Durchmesser. Ich nenne ihn ruhig auch für Mittelteil, damit das MTL3 nennen wir den einfach. DMMTL3. Gut. So, dann können wir hier wiederum das bemaßen. So geht das jetzt nicht. Einmal doppelklicken, jetzt ist das wieder aktiv. Okay, Durchmesser bemaßen und das wird AAA.DMTL3 war das, ne? DMMTL3. So, da haben wir es, die 6,7 und so sieht das Ganze aus. Und wir schließen das Ganze. Jetzt muss man sich überlegen, wie weit macht man den. Dazu mache ich das Mittelteil erstmal wieder aktiv und gebe dem wieder eine Transparenz.
hier von der Seite. Und dann wird diese Zeichnung selektiert und wiederum aufgepolstert. Das kann er ruhig löschen. Jo. So, das Tal wird aber nicht 10 mm. Da müssen wir jetzt hier ganz einfach das zurückfahren. Kann man sich genau von der Seite anschauen. So sieht das schon ganz gut aus. Also das ist ein bisschen zu knapp, die 4. Die 5 vielleicht ein bisschen viel, also machen wir mal 4,8. So, damit der da nicht anstößt. So, dann haben wir den Stein fertig. Und jetzt muss der Stein halt hier noch was reinkriegen, dass er hier so richtig rein ploppen kann. Und da erzeugen wir hier jetzt eine neue Zeichnung. Da gehen wir wieder in diese Ansicht und erzeugen einen neuen Sketch. Und zwar, das ist wieder, wenn ich das richtig sehe, auf der XZ-Plane. Ja, XZ-Plane. Okay. Und dann machen wir hier ein Rechteck rein. Das kann jetzt ruhig größer wirken als das Teil selbst. Und will man das sehen, dann kann man hier wieder hinklicken und dann wird es auch sichtbar, was man zeichnet. So, dann. Wir bemaßen das hier. Aber da muss ich jetzt neue Werte definieren. So, ich bin aus der Zeichnung leider rausgegangen. So, und zwar, wir haben ja hier den, wo der startet. Das heißt, der neue, der startet natürlich nicht da, sondern ein bisschen drinnen. Das heißt, da machen wir 2.9 hin. So, wie hatten wir den Parameter genannt? Die Hfix, und das ist dann hier Hfix 2. Heißt Eigenschaften alias Hfix 2. Und der kriegt natürlich eine andere Breite. Das sind ja die 2 mm. Und das machen wir alias erstmal den Wert angeben, 2, und ich will das auch nicht so ganz akkurat haben, das heißt 2,9, also die 2 minus, das wären 1,8, und das machen wir jetzt mal 1,6 mm ruhig, und den können wir auch noch ein bisschen runtersetzen auf 2,75 ruhig. Was hatte ich da genommen? 2,9, nicht 2,75, 2,85. So. Dann haben wir hier die 1.6. Das ist dann der Alias Bfix 2 für die Breite der Fixierung, und dann die Breite. Dann nehmen wir ruhig dasselbe. 0.5. Das kann man gleich schauen. Eigenschaften alias, das ist Tfix 2. Und dann haben wir noch hier den Wert. Das ist ja dieser H-Zähler, dieser Abstand. Also einmal schließen, Zeichnung wieder öffnen und hier drauf klicken, dann sehen wir es auch. Und zwar das Maß hier. Da machen wir ruhig die das wird ein bisschen schmaler. Das sind die 8.8. Ja, das kann doch gar nicht sein. Ne, Quatsch, die habe ich doch woanders definiert. Das sind die. Das ist der Alias
die MMTL3. Nein. Gehen wir nochmal zurück und wechseln in das Mittelteil. Und da, beziehungsweise das müssen wir hier oben im Körper gucken. Was hatten wir da beim Sketch gemacht? Die Groove 1 Sketch. Was ist das hier? Das war die MMTL2 durch 2 minus 0.01. Okay, da müssen wir halt von dem MMTL3 ausgehen. Das heißt, wir können das wieder schließen und wieder in die Zeichnung reingehen. Sichtbar machen und das Maß hier nach da, das in waagerecht, das war das Maß AAA.DMMTL3 und da machen wir jetzt nicht plus 0.01, sondern minus 0.001, damit das 100% in dem Teil anfängt. Einmal OK drücken, aber das muss durch 2 geteilt werden, also nochmal rein und das geteilt durch 2 natürlich. So, da fängt das Teil an und dann kriegt das hier eine Breite. Das habe ich hier ja definiert. Das ist die, man kann es ja auch sehen, die T-Fix 2. Also waagerecht wird AAA.T-Fix 3. Löschen. Fahren wir nochmal hier drauf. Brechen. Was haben wir denn hier? T-Fix 2 ist das natürlich. Okay, so, nochmal waagerecht AAA.T-Fix 2. Okay. So, das ist vielleicht ein bisschen dick. Dann kann man das hier auf 0.4 ändern. Und dann einmal Zeichnung schließen, wieder neu öffnen und dann ist das schmaler, dann kann man das hier wieder alles sichtbar machen. Jetzt haben wir noch die Breite von dem Teil und das ist dann Parameter AAA.Bfix 2. So, das ist das Teil, was hier auf den Zapfen gehört. Dann können wir es schließen und die Zeichnung selektieren. Da wird jetzt nicht die Nut ausgewählt, sondern dieser Rotationskörper rotiert die ausgewählte Skizze und schon haben wir da das Teil drin. Dann machen wir den Mittelteil mal gerade. Ja, das war falsch. Wir müssen erstmal hier OK sagen. Das Mittelteil wird unsichtbar und dann machen wir hier noch eine Rundung dran. 0.2. Ja, so sieht das gut aus. Rundung von 0.3 und OK drücken. Okay, das ist das Teil, was da reingedrückt wird. Der Stein, wir machen das Mittelteil hier wieder sichtbar. Mittelteil ist fertig und das kann jetzt 6-mal kopiert werden oder 6-mal gedruckt werden und da reingedrückt werden. Gut, ich mache später mit dem Video weiter, aber ihr seht das als ein Video. Wie gesagt, wenn euch solche etwas ungewöhnlichen Konstruktionsvideos interessieren, lasst gerne ein Abo da und klickt gegebenenfalls auch die Glocke und ein Daumen hoch wird natürlich auch immer gerne gesehen. Und es geht gleich sofort weiter. Okay, die Arme ein bisschen ausgeschlockert. Weiter kann es gehen.
So, ich habe hier die Ansicht, das ist jetzt die Ansicht über die Taste 1 auf dem 10er Tastenfeld. Das heißt, 2 ist Aufsicht, 1 ist die Ansicht auf die XZ-Ebene, 3 die Ansicht auf die YZ-Ebene. Ich will aber genau von hier gucken und jetzt soll hier oben der sogenannte Kantenstein einkonstruiert werden. Und da wird eine neue Zeichnung konstruiert. So, das heißt, ich klicke einmal hier in die Zeichnung und klicke auf neuen Körper. Da haben wir den neuen Körper und den benenne ich jetzt gar nicht um, weil ich muss gleich sowieso wieder, obwohl den kann ich doch umbenennen, doch, den kann ich schon umbenennen. Den nennen wir ganz einfach Kantenstein. Kantenstein. So, das wird eine neue Zeichnung. Und zwar einfach neue Zeichnung anklicken und auf welcher Ebene? Auf der XZ-Ebene. Und zwar, das machen wir hier, die XZ und OK. Und dann zeichnen wir hier einfach den neuen Stein ein. So ungefähr wie er da reinkommt. Und den sind die natürlich wieder gleich. Und das Maß, das wird nun dieses Maß, habe ich das überhaupt schon bemaßt? Müsste ich doch haben. Die Mittelteil. Ich doch bei dem Stein hier benutzt haben. 8.8, 6.8. Mittelteil. 3. Das sind die Fixwerte. Wie habe ich denn den Stein bemaßt? Ich gucke mir gerade mal den Zentralstein an, bevor wir hier weitermachen. So, die Zeichnung schließen wir mal gerade. Zentralstein. Und zwar, das ist ja hier dieser Sketch. Und den habe ich noch gar nicht bemaßt. Also ehrlich. So, das heißt, den machen wir hier hin. Das Maß, ich nehme das nochmal gerade ab. Wo habe ich denn meinen Würfel liegen? Und zwar, ich habe das meine ich vorhin aber auch schon. Das habe ich nicht. Muss man gerade meine schiebleeren Nullen. 18,8 sind das. Gut, die 18,8, die packen wir hier hin. 18,8. Und zwar, das ist BST, Breite Stein, wenn wir es nennen. Oder, ja doch, nehmen wir es Breite Stein, das passt schon. Also, Eigenschaften alias BST. Hat er auch, denke ich, klaglos genommen. Einmal bemaßen. Das bitte. Und zwar aaa.bst. Okay, das ist drin. Schließen und schon ist der Stein korrekt. Und der kriegt jetzt hier genau dasselbe Maß. Das heißt, der Kantenstein, das Aufmachen, den Kantenstein einmal doppelklicken, dass er als Body selektiert ist. Doppelklick auf die Zeichnung. Und bemaßen wir es hier. Quatsch, nicht senkrecht. Bemaßen wir es hier waagerecht. Und zwar aaa.bst. So, jetzt kriegt der hier erstmal ein Maß von da nach da. Und zwar, das wird aaa.bst geteilt durch 2. Und dann haben wir das Maß hier. Das wird aaa.breite geteilt durch 2. Stimmt das? Ne, das stimmt nämlich nicht. Das ist Unfug. Das ist BST.
geteilt durch 2. So, das ist doch Breite durch 2. Ja, geteilt durch 2. So, da haben wir ihn. Und dann können wir hier raus erstmal einen Würfel machen, das heißt wieder Aufpolsterung. Jetzt hier so ein bisschen komisch gezoomt. So, das ist natürlich völlig falsch. Das muss symmetrisch zur Ebene sein. Und das Maß hier, das ist wieder AAA.BST. So, dann haben wir den Stein da drin. Jetzt fangen wir hier unten, machen wir weiter. Da brauchen wir einen Innendurchmesser. Und zwar, den nenne ich ruhig DM Innen, der hat ein Maß von 37,7 mm. Das ist ein Maß, was man in dem Würfel auch abnehmen kann. Und dann sind die Steine entsprechend dort ausgenommen. Das sehen wir jetzt, was das bedeutet. Also ich habe hier die 37,7 mm. Die nenne ich halt als Alias DM Innen. Und zwar Nummer 1, weil da brauche ich mehrere von. Und jetzt soll dieser Stein da entsprechend ausgenommen werden mit diesem Radius. Das machen wir folgendermaßen. Wir können erstmal das hier, wo sind wir hier? Wir sind noch bei dem Würfel selbst. Und wir können das direkt im Kantenstein machen. Und zwar, da wird eine neue Zeichnung generiert. Das war jetzt aber irgendwas nicht richtig. Schauen wir mal aus der Ansicht. Müsste aber jetzt gehen, denke ich. Neue Zeichnung. Hier auf der XZ-Ebene. Und zwar ein Kreis. Er wird zentrisch hier um den Mittelpunkt gelegt. Und so ungefähr wird er aussehen. Der kriegt jetzt hier ein Maß. Und zwar AAA.DM Innen 1. Und so soll der aussehen. Und das, dann können wir die Zeichnung schon beenden. Das wird einfach eine Tasche. Und die wird symmetrisch. Und durch alles. Und schon habe ich den Stein entsprechend ausgenommen. Das ist der Radius, den man im Würfel auch innen so abnehmen kann. Und dann sind wir mit dem Teil dieses Kantensteins schon fertig, weil den zweiten Teil des Kantensteins, den mache ich in einem gesonderten Body. Das heißt, wir klicken einmal hier, sage ich daneben, einen neuen Körper und dem brauche ich auch keinen anderen Namen geben, weil den verbinde ich gleich mit dem Kantenstein. Und zwar, das machen wir wieder in dieser Ansicht, da wird eine Zeichnung erzeugt, wieder auf der XZ-Ebene und das wird einfach nur ein Rechteck. Das fängt hier an und wird irgendwie so aussehen und kriegt ein entsprechendes Maß. Das kriegt erstmal einen Abstand hier von diesen Mittellinien. Jetzt klicken wir mal besser da an. Macht er das überhaupt? Ich mache mal den Origin hier aus von dem, ich glaube vom Kantenstein ist der noch an. Vom Zentralstein, den machen wir mal unsichtbar. Dann kann ich die Linien auch wieder selektieren. Das heißt, Abstand hier zu dieser Kante, das wird waagerecht. Machen wir hier mit. Und das sind dann, hat er jetzt nicht gemacht, machen wir nochmal Abstand
zu dem waagerecht. Das wird AAA.DMM, und zwar das Mittelteil, MTL. Das sind die 8,8 geteilt durch 2 plus 0,1. Dann machen wir 0,2. Komm, 0,2. So, okay, ich habe mir gerade überlegt, diesen Wert hier, diesen Abzugswert, den möchte ich auch parametrisch machen. Das packen wir dann hier hin, neben diesen Durchmesser, diese 8,8. Und zwar, das nenne ich einfach Plus. Und dann nehme ich jetzt aber mal 0,3. Und dann geben wir dem auch ein Alias. Und zwar Plus nennen. Soll der heißen PLOS. So. Und dann kann ich das Maß hier nochmal öffnen. Einmal hier hinklicken. Und dann machen wir da plus AAA.plus. So, ruhig ein bisschen mehr Abstand, weil so genau wird das nicht gedruckt. Man kann es ja hinterher die Parameter ändern, wenn das irgendwie nicht passen sollte. So, dann kriegt das hier natürlich dasselbe Maß. Das heißt, das ist senkrecht. AAA.DMMTL1 geteilt durch 2 plus AAA.plus. Okay, so, das ist der Stein. Der kriegt natürlich, die Kanten sind gleich. Und der kriegt ein Maß. Und zwar, der muss groß genug sein, da misst der hier so, wir können den ruhig so groß machen, dass er da oben rein ragt, weil der wird hinterher noch nachgearbeitet. Also, was geben wir dem für ein Maß? Muss ich jetzt mal überlegen. Jo, das ist ich denke, ich bemaße das Maß hier und das wird AAA.Breite geteilt durch 2. Wir müssen aber hier hin, dahin AAA.Breite geteilt durch 2. Breite geteilt durch 2 minus AAA. Die Höhe des Steins, das waren, glaube ich, Z Höhe zwischen Stein. Jo. So, dann okay. So, dann ist der genau bis dahin. Und einmal schließen drücken. So, der kriegt jetzt ein Maß. Das nehme ich jetzt wieder am Würfel ab und packe das auch als Parameter hier rein. Ich nehme so einen Zwischenstein. Und das ist wieder umgesprungen. Das sind 9 mm. Das machen wir hier hin. 9 mm. Das wird ein Alias, und zwar Zapfen nenne ich das Dingen, also BZP, breite Zapfen. So, den haben wir da drin, das muss ich mir gerade hier auch auf dem Blatt, damit ich hinterher nichts vergesse. BZP und der Wert ist 9. So, dann können wir hier eine neue Aufpolsterung machen mit dieser Zeichnung. Nochmal selektieren, Aufpolstern. Er ist doch in dem richtigen Stein. Ich kapiere das nicht.
Machen wir die nochmal auf, die Zeichnung. Wir schließen die nochmal und eine neue Aufpolsterung. Ja, jetzt hat er es auch kapiert, was ich will. Das wird natürlich auch symmetrisch und die Höhe, die wird ganz einfach AAA Punkt Zapfen Breite Zapfen BZP. Das sind die 9 mm. Und fertig ist dieser Zapfen, der da reinkommt. Und der muss jetzt noch kräftig an Material verlieren. Und zwar, da erzeugen wir entsprechende Radien. Und dazu lege ich neue Werte an hier. Und zwar, das ist hier das ist der DM Innen 1. Da machen wir hier einen DM Innen 2. Der kriegt jetzt erstmal dasselbe Maß. Das mache ich nur, damit man es später abändern kann. DM Innen 2. Und für die beiden Werte brauche ich brauche also nichts anzupassen. Das heißt, der DM-In passt für beide Sachen, was ich rausschneiden möchte. Also wir machen den Kantenstein erstmal unsichtbar, den Zentralstein ruhig auch. Und dann möchte ich einmal jetzt einen Radius anlegen, ein Schneidobjekt, und zwar neue Zeichnung auf die YZ-Ebene. Und zwar, das wird ein Kreis, der wird zentrisch hier drum und wird irgendwo, hört auf, und dann bemaßen wir das wiederum Radius, und zwar AAA.dm Innen 2. 4. So, da ist er. Der wird geschlossen und das wird jetzt eine neue Vertiefung. Und zwar bitte durch alles und ruhig auch symmetrisch. Nee, das war falsch. Wie mache ich das denn? Da erzeuge ich erstmal die Objekte raus. Das heißt, das wird ein neuer Körper, weil wir können hier, das heißt, diese Zeichnung, die kopiere ich mir erstmal. Und zwar ohne dem. Und kopiere die, Steuerung V. Dann können wir die hier erstmal rausnehmen. Und ich muss einen neuen Körper erzeugen. Das heißt, hier einmal wegklicken, neuer Körper. Und der kriegt jetzt diesen Sketch rein. Und diesen Sketch machen wir jetzt zu einem Körper, also eine Aufpolsterung. Und die wird wegen mir 50 mm lang. So, das haben wir. Dann OK klicken. Beziehungsweise wir brauchen nicht OK klicken. Wir können jetzt erst einmal den ersten, den wieder selektieren als Körper, die erste Boolean machen. Das machen wir wieder mit dieser Funktion hier. Und das ist jetzt, was wir brauchen, ein Schnitt. Und Körper hinzufügen. Und das ist der. Und schon haben wir das da oben so schön rund. Und jetzt muss das Ganze hier, da auch noch entsprechend rund werden. Ja. Muss das da? Machen wir den. Das sieht man am besten, wenn man die Steine wieder anmacht. Kantenstein an. Und der. Ne, das muss hier. Der muss rund werden. Nicht der. Okay, gut.
können wir Kantenstein im Prinzip wieder ausmachen, muss man aber nicht. Das heißt, ich habe ja hier die Zeichnung 17 erzeugt und dann machen wir einen neuen Körper. Einmal können wir hier OK drücken und erzeugen einen neuen Körper. Das können wir direkt mit Zeichnung machen. Zeichnung kommt in dem Falle auf die XY-Ebene. Okay, und das wird auch wieder dieser gerade gesehener Kreis. Allerdings stellen wir das hier nochmal um. Das ist jetzt nicht so doll. Schauen wir das mal auf der Seite. So, da sieht man es besser. Wir zeichnen einen Kreis hier zentrisch. Das kriegt er aber nicht hin. Ich zeichne den Kreis jetzt trotzdem mal hier so rein. Gehe wieder in diese Ansicht und dann können wir hier den und den bitte verbinden. So, dann kriegt der Kreis natürlich auch einen Durchmesser, und zwar wiederum AAA.dm innen 2, und das gibt wiederum ein neues Objekt. Schließen das Ganze und erzeugen daraus. Habe ich nicht einen neuen Körper gemacht? Ach, wieder dasselbe leidliche Spiel. Also wir erzeugen erstmal einen neuen Körper. Body 9. Body 7 ist der mit der Boolean, genau. Body 9, mal gucken, ob ich den da reinkriege. Ne, kriege ich nicht. Das muss man wieder so machen. Steuerung C. Die bitte deselektieren. Steuerung V. Und den können wir löschen. Und den können wir hier reinschieben. So, den Körper, da erzeuge ich jetzt wiederum eine Aufpolsterung. Und die wird wegen mir auch 20 lang. Machen wir den Kantenstein mal aus, dann sieht man, ob es passt. Ja, das reicht. Okay, OK drücken und wiederum den als Hauptkörper selektieren. Wiederum Boolean, ein Schnitt. Körper hinzufügen, du bitte. So, jetzt habe ich den halt da und da entsprechend abgerundet. Und wir können diesen Kantenstein wieder selektieren. So sieht der aus. Und jetzt können wir die einfach verbinden. Das heißt Kantenstein doppelklicken, der ist aktiv. Wir machen jetzt erstmal, dann machen wir hier OK und dann machen wir hier mit dem Kantenstein auch ein Boolean. Und zwar Körper hinzufügen, du bitte. Und schon habe ich den Kantenstein fertig. So, dann machen wir das Mittelteil haben wir aktiv, den Zentralstein noch. So, soweit sind wir jetzt und können jetzt schon damit die mittlere Ebene des Zauberwürfels komplett drucken. Jetzt fehlen noch die Endsteine und da muss ich noch mal ein bisschen nachdenken. Ich denke, das mache ich dann morgen zu Ende, aber kommt ans selbe Video. Also es wird ein sehr langes Video, was aber den kompletten Zauberwürfel zeigt, wie er konstruiert wird. So, nochmal, wenn euch solche Videos halt interessieren, lasst gerne ein Abo da. Klickt auch gern eben die Glocke und ein Daumen hoch wird eben auch immer gern gesehen. Und es geht sofort weiter gleich. Allerdings ist es für mich dann morgen, wenn ich da weitermache. So, bevor ich die Ecksteine konstruiere, das mache ich wirklich morgen, wir haben immer noch denselben Tag, dann können wir erstmal hier diese Steine sämtlich
multiplizieren. Das heißt, wir haben hier den Zentralstein, den Kantenstein von dem Zentralstein. Da brauchen wir insgesamt 6 Stück. Einen haben wir. Also wird wiederum der Stein selektiert, STRG C gedrückt. Na, möchtest du nicht? Ach, wir müssen erstmal hier das OK drücken. Okay, dann Zentralstein STRG C drücken. Dann wird, wie gesagt, wieder das Spreadsheet deaktiviert. Okay. Und dann brauchen wir davon 1, 2, 3, 4, 5. Das sind die 5 Stück. Auch die kann man sich jetzt, wie vorhin bei dem Mittelteil, die Röhren, kann man das wieder entsprechend verschieben. Beziehungsweise drehen. Rechte Maustaste, hier auf Transformieren klicken. Guckt man, wo möchte man den denn da haben. Gehen wir mal auf den roten Ball hier und schieben das dahin. So, dann haben wir den nächsten Stein. Der steht natürlich wieder so. Den einmal OK drücken, rechte Maustaste transformieren. Den drehen wir jetzt um den grünen. Da zum Beispiel hin. So, Nummer 3. OK drücken, 3, rechte Maustaste transformieren. Den roten nehme ich wieder, aber dann drehen wir in die Richtung. OK. So, nächsten transformieren. Dann nehmen wir wieder den grünen Ball, drehen den hier rüber und dann einmal OK, den letzten Stein transformieren. Der kommt jetzt da runter, können wir mit dem grünen Ball und hier runterziehen. So, jetzt habe ich die Zentralsteine schon mal alle positioniert. Ich habe hier so einen Kantenstein, den kann ich auch selektieren und kopieren. Davon brauchen wir 12 Stück. Das heißt, STRG C und da wird hier wieder das Spreadsheet deaktiviert, OK gedrückt und dann brauchen wir davon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stück. So, einer ist ja da. Dann selektieren wir den ersten, transformieren und den drehe ich jetzt hier zum Beispiel um den roten. Nein, ich will nicht den Zentralstein bewegen, sondern den Kantenstein, aber nicht den, sondern ich habe wieder Zentralsteine kopiert. Das darf doch nicht wahr sein. Ne, da haben wir Kantensteine. Ich habe nur den falschen gewählt. Also transformieren, den roten Knopf hier einmal dahin bitte. So, okay. Nächsten Kantenstein transformieren, auch um den roten, und zwar dahin. Dann okay. Kantenstein 003 transformieren. Und das machen wir auch über den roten und dahin. So, dann haben wir schon mal die ersten entsprechend verteilt. Jetzt kommen die weiteren. Und zwar, okay, dann haben wir Kantenstein 4. Und den möchte ich hier unten hin haben. Das heißt transformieren. Und der kommt bitte dahin. Und den Kantenstein 5 transformieren, auch um den grünen, aber dahin. So, das haben wir auch. Dann haben wir hier jetzt noch Kantenstein 6 und da kann es sein, dass man jetzt zweimal transformieren muss. Das heißt, der kommt ja hier hin, also den transformieren wir erstmal um den grünen Knopf. Ach, der ist das. Dann den müssen wir um den roten drehen. Dahin.
und dann nochmal transformieren, und zwar um den blauen. Der kommt dahin und dann haben wir noch einen Kantenstein Nummer 6. Der soll dahin. Den können wir direkt darin drehen, transformieren, und zwar um den blauen dahin. Okay, Kantenstein 7 transformieren auch. Ich glaube, den haben wir schon. Kantenstein 6. Jetzt gucken wir uns nochmal den ersten Kantenstein an. Das ist der hier. Genau, da muss man jetzt gucken, wenn der da rüber soll. Kantenstein 5 ist gedreht, 6 ist gedreht, 7 ist nicht gedreht. Ich habe jetzt noch 7, 8, 9, 10, 11. Dann nehmen wir den. Müssen wir jetzt noch einen hier hochdrehen, transformieren um den blauen und hier hoch. Und dann haben wir die Nummer 8. Transformieren um den blauen nach oben. Und dann nochmal drehen. Um den grünen ist das. Ne, um den roten. Du kommst bitte dahin. Okay. Dann haben wir die Nummer 9. Transformieren. Um den blauen auch nach oben. Und noch einmal transformieren um den roten. Und zwar dahin. Und dann haben wir noch 2 Steine. Die müssen irgendwo hier unten hin. Jo, da haben wir schon 2. Die 2 fehlen. Das heißt, Kantenstein 10, der wird einmal bitte auch hier runter gedreht. Also transformieren um den blauen dahin bitte, aber nicht so weit. Dahin. Okay, und noch einmal transformieren, und zwar den roten dahin. Und dann haben wir den letzten, der Mohikaner, und transformieren. Der wird wieder um den blauen gedreht, denke ich mal. Guck mal, wo fehlt er? Da fehlt er. Machen wir erstmal weg. So, der Stein. Und da fehlt er. Also den drehen wir hier hoch. Rechte Maustaste transformieren um den roten. Okay. Und noch einmal transformieren. Und jetzt um den blauen. So, jetzt habe ich alle Steine außer die Ecksteine. Und ich kann die jetzt auch alle ausblenden, wenn ich möchte. Will ich mehrere ausblenden, brauche ich die nur einmal anzutippen und die Leertaste zu drücken. Dann sind die alle ausgeblendet. Das heißt, ich kann auch jetzt den Kantenstein noch wegmachen. Muss ich aber nicht. Also, wie gesagt, ich habe alles bis auf die Ecksteine und da überlege ich mir, wie ich morgen damit weitermache. Dann geht es gleich weiter. Ja, und weiter geht's in dem Tutorial bzw. der Konstruktionsvorlesung
Vorführung des Rubik Cubes. Jetzt fehlt nur noch hier so ein Eckstein, den können wir dann hinterher natürlich genauso kopieren. Und der Eckstein, den fangen wir erstmal an, den Stein selbst, und dann muss noch dieses Teil da rein konstruiert werden. Das ist somit das Schwierigste am Würfel, denke ich. Okay, fangen wir an. Parameter haben wir hier noch, da kommt noch ein paar dazu. Das machen wir hier unten. Hier kommt noch ein dritter Radius hinzu, oder Durchmesser ist es. Den machen wir auch 37,7 mm. Und der bekommt einen Namen, Eigenschaften, Alias, und zwar der heißt DM Innen und die Nummer 3. So, das mache ich deshalb, damit ich hinterher die Radien von dem von diesem Eckstein, von dem Kantenstein, von dem da den Radius ist der erste, dann der zweite Radius, das sind die ich da an diesen Nuten abgezogen habe, und das hier sind dann die ich an den Ecksteinen hier an diesem Teil benutze. Das seht ihr gleich. Ist nicht ganz so einfach zu erklären. Okay, fangen wir an. Also Eckstein selbst. Erstmal ist mir was aufgefallen, dieses Maß 56 hier, das stimmt nicht. Und zwar, wenn ich ausrechne, die 18,8 mal 3, komme ich auf 56,4. Also machen wir das Maß hier erstmal 56,4. Und jetzt ändern sich erstmal hier schon Werte in dem Würfel. Und ich kann jetzt mit diesem Maß hier auch wirklich weiter konstruieren. So, 9 Körper. Also die Steine, die mache ich erstmal zum größten Teil aus. Also diesen Kantenstein will ich stehen lassen. Und dann die Zentralsteine, die kann ich im Prinzip auch alle wegmachen. Zentralstein alle selektieren, einmal Leertaste drücken. Jetzt sind alle Zentralsteine weg. Außer den habe ich vergessen. Und dann haben wir hier, ich glaube Nummer 6 ist der, den ich haben möchte. Also machen wir die hier weg. Und wir machen die hier alle weg. So, jetzt habe ich nur, können wir noch das Mittelteil wegmachen. So, jetzt habe ich nur noch diese beiden hier. Und da ist immer noch ein Zentralstein. Das ist der hier. Den machen wir auch weg. So, jetzt können wir hier beginnen, den Würfel da rein zu konstruieren. Das heißt, einen neuen Körper. Da können wir immer sagen, okay, warum zeigt das überhaupt an? Und da dieser Eckstein, das nenne ich jetzt, weil ich den gleich über einen Part-Modus verdopple, nenne ich das Ding hier nicht Eckstein, sondern einfach Eck in groß, und das kriegt erstmal eine Datum Plane. Die Datum Plane, da blenden wir einmal die bitte ein, und die wird, wie gesagt, da müssen wir aber hier einmal hinklicken, auswählen und bitte die Ebene, das ist die XY Plane 058, und wir haben hier Origin 058, also die richtige, und die muss nun verschoben werden, und zwar nach oben in die Z-Richtung. Das heißt, das ist AAA.Breite geteilt durch 2 und dann minus AAA.BST. Das ist die Breite von dem Würfel selbst. Das aber, soll das geteilt durch 2 machen? Ne, brauchen wir nicht. Okay, können wir uns anschauen. Das sieht schon mal gut aus. Da können wir drauf konstruieren. Und dann einmal das Ganze beenden. Dann haben wir die Datum Plane. Dann machen wir die Origins wieder aus und erzeugen erstmal eine Zeichnung. Und zwar, wir selektieren die Datum Plane und eine Zeichnung. Da kommt die hin. Und dann können wir hier einfach ein Rechteck reinzeichnen. So, das machen wir wieder gleichseitig. Das hat also, ist also ein Quadrat. Und das Maß hier, das wird AAA.BST. Und okay. Und dann kriegt das noch
hier, da kommen jetzt noch Abstände rein. Und zwar, das ist aaa.bst geteilt durch 2. Das war aber falsch. Nochmal, und zwar das Maß zu dem hier, aber senkrechtes Maß. Wir maßen aaa.bst durch 2. So ist das richtig. Und dann nehmen wir den Punkt zu dem, da genau dasselbe. Das ist jetzt waagerecht. Und fx aaa.bst geteilt durch 2. So, da haben wir den drin. Das können wir jetzt schließen und einfach aufpolstern. Und das Maß, wie soll es auch anders sein, das ist auch aaa.bst. Breite Stein. So, dann ist der Eckstein da drin und hier drin sieht man dann, dass der da genauso reinragt. Und jetzt kommt hier dieser Eckstein, da kommt auch ein Quader wird da rein konstruiert und der hat ein Maß beim Originalwürfel. Der ist so 11 mm in der Kantenlänge, dieser Quader, und der darf natürlich hier in diese Richtung nur so breit sein wie der Stein, abzüglich von diesem Zapfen und davon die Hälfte. Das heißt, da definieren wir jetzt hier ein Maß. Das nennen wir, nennen tun wir das gleich. Ich rechne erstmal, beziehungsweise wir können eigentlich direkt also hier machen wir erstmal das Maß von 11 mm. Das nennen wir mal Eigenschaften alias BKZ. Breite Kantenzapfen nennen wir das einfach BKZ. Ich notiere mir das noch. Das ist BKZ und das ist 11 mm. Und okay. So, dann können wir diesen Zapfen, den kann man da jetzt rein konstruieren, hier dran. Der kriegt aber gewisse Abstände, damit er überhaupt richtig passt. Und zwar, das ist wieder diese Differenz hier zwischen dem Würfel und dem Zapfen. Der Zapfen ist, wenn ich das richtig sehe, diese 9 mm. Und es soll ja keine Presspassung geben. Also müssen wir das Maß ein bisschen kleiner machen. Und dann geben wir dem mal, also rechnen wir gerade mal Stein 18,8 minus 9 geteilt durch 2, kommen 4,9 raus. Und wir machen den jetzt mal 4,75. 4,75. Und das ist, dem Maß geben wir auch einen Namen. Und zwar Breite KZ2, nehmen wir das einfach mal. Breite Kantenzapfen 2. So, jetzt habe ich die beiden Parameter hier definiert. Wir fangen jetzt erst einmal an. Ich kann das hier beenden und ich mache einen neuen Körper. Und dieser Körper, der wird auch auf eine Datum Plane konstruiert, und zwar auf dieselbe, die wir vorhin hatten. Die kann ich jetzt aber nicht nehmen, deswegen erzeuge ich eine neue. Also Datum Plane, die Origins selektieren, so, die wird dazu.
Und die wird auch verschoben, genau um denselben Wert, den wir vorhin hatten. Das heißt, aaa.breite geteilt durch 2 minus aaa.bst. Da kommt dieser Quader drauf. Hier. Und einmal das beenden. So, das ist die Datum Plane. Da kommt eine neue Zeichnung drauf. Und da machen wir jetzt erstmal die Steine, die wir erzeugt haben, teilweise. Das heißt, wir gehen einmal wieder hier raus und der wird einmal in der Darstellung transparent. Der wird transparent. Und der andere, das ist der, bitte auch transparent. So, dann machen wir die Zeichnung mal wieder auf. Ja, wir wollen das schließen und da soll jetzt dieser Quader rein konstruiert werden. Der liegt irgendwo hier so. Und da zeichnen wir jetzt erstmal noch ein paar Strecken ein. Und zwar einmal da so eine Strecke. Nein, ich will eine Strecke einzeichnen. Du bitte. So, einmal kommt eine Strecke hier hin. Einmal kommt eine Strecke dahin. Muss ich mal runterziehen. So, die werden beide blau. Das heißt, das sind Hilfslinien, nenne ich die einfach mal. Und das machen wir auch hier mit blau. So, die kriegen halt jetzt Abstände. Hierzu einmal senkrecht den Abstand aaa.bst durch 2. Nummer 1. Und der zu dem kriegt auch einen Abstand, und zwar waagerecht, und das wird auch aaa.bst durch 2. So, nun können wir die Zeichnung hier entsprechend anpassen. Erstmal sind die beiden gleich, das heißt, das ist ein Quadrat, und dann kriegt dieser Punkt hier einmal einen Abstand hierzu, und zwar waagerecht. Das hat er jetzt nicht gemacht. Versuche es nochmal. Du bitte zu der Linie einen waagerechten. Muss doch funktionieren. Du bitte zu dieser Linie waagerecht. Das verstehe ich nicht. Ich mache mal lieber die Origins aus, die werden wahrscheinlich stören. Und machen wir nochmal, du bitte zu dieser Linie einen waagerechten Abstand. Jetzt haben wir die Zeichnung zu, machen wir sie nochmal auf. Du zu dem eine Linie oder versuchen wir es mal anders. Machen wir es hier mit. So, dann haben wir hier, das wird jetzt dieser Wert hier, und das hatten wir genannt AAA und dann Punkt B KZ2, ne? Schauen wir mal nach, ob das stimmt. BKZ2, ja, da haben wir ein okay. Okay,
So, das war das erste Maß. Und dann haben wir noch ein Maß, und zwar den zu dem, und das wird auch bemaßt, und das kriegt ein Maß AAA.BZ BKZ2 auch. So, dann ist das schon mal definiert. Dann kriegt das hier noch ein Maß. Und zwar, das ist diese 11 hier. Das ist Maß definieren AAA.BKZ und ohne, also Nummer 1, aber haben noch keine 1 dran stehen. Das heißt, das ist das Maß. Und okay, so, dann ist dieses Quadrat hier schon korrekt konstruiert. Das können wir jetzt einfach die Datum Plane machen wir kurz mal aus. So, und das wird jetzt entsprechend aufgepolstert. Und zwar so, das wird mit 2 Längen aufgepolstert. Also das erste Maß ist das, was hier so reingeht. Und das zweite, das, was rausgeht. Das zweite Maß, das wird BKZ2. Hat er jetzt aber nicht gemacht. Punkt BKZ2 4,75. Das muss aber der werden. Okay, AAA.BKZ2. Okay, und das andere Maß hier, das wird AAA.BKZ minus AAA.BKZ2. Dann haben wir den Würfel da dran. Die Steine hier, die kann man jetzt ausblenden. Der kommt weg und der kommt weg. Wir haben nur noch diese Steine hier. Wobei, eigentlich können wir die stehen lassen. Machen wir sie mal wieder an. Das war einmal der Kantenstein. Das ist der. Und ich denke aber, das brauche ich gar nicht. Okay, ich habe ja so einen Stein hier als Vorlage. Ich muss jetzt überlegen, wie ich dieses Teil hier entsprechend bearbeite. Das heißt, ich erzeuge jetzt neue Körper. Also wir gehen erstmal hierher, beenden die Funktion und einen neuen Körper. Okay, das weiß ich. So, dann geht es weiter. Und zwar, da muss jetzt erst einmal hier das abgerundet werden mit dem Radius, dann nehme ich natürlich hier diesen DMIN3 und das heißt, wir haben einen neuen Körper, wir erzeugen eine neue Zeichnung, die kommt auf die XY-Ebene, da ist sie, und dann braucht man hier nur noch einen Kreis reinzuzeichnen. Den muss man bemaßen mit einem Durchmesser. Das müssen wir auf Durchmesser stellen. Und Durchmesser bis bitte. Und hier wählen wir AAA.DM innen 3. Okay. Und das ist soweit klar. Dann wird das geschlossen. Das wird aufgepolstert. Und zwar weit genug. Da können wir hier einfach 20 eintragen. Und jetzt können wir das einfach wieder die Schnittmenge bilden, wie wir es bei dem anderen, bei dem Kantenstein auch gemacht haben. Das heißt, das ist der Körper. Der wird das aktive Objekt einmal daneben klicken und
Wir haben noch eine Funktion offen. OK drücken. So, der ist aktives Element. Und wir gehen her, machen ein boolsches Element. Einen Schnitt. Körper hinzufügen. Das Teil und schon ist der Stein da entsprechend abgeschnitten. So, jetzt kommt das aus der anderen Ansicht. Das heißt, das wird beendet. Wir machen einen neuen Körper. Und der Körper, der kommt jetzt, bekommt eine Zeichnung, die kommt auf die XZ Plane. OK. Und das kann man jetzt hier wirklich mechanisch machen. Man muss es gar nicht überprüfen. Es passt. Das heißt, der war leider nicht auf dem Mittelpunkt. Gehen wir nochmal her. Steuerung Z, Steuerung Z. So, neuen Kreis. Da auf die Mitte. Auch irgendwie Größe wird bemaßt. Da auch AAA.dm innen 3. So, das haben wir die ganze Zeit nicht angehabt, ist aber, ich denke, nicht weiter schlimm. So, dann machen wir hiervon auch eine Aufpolsterung und auch um 20 mm. Und dann haben wir das beendet. Dann können wir den Körper selektieren. Doppelklick, der ist damit aktiv. Daneben klicken, dass er nicht mehr selektiert ist. Boolean, Schnitt und Körper hinzufügen, den antippen und schon haben wir die nächste Abrundung hier drin. Man sieht, es ist da abgerundet und es ist da abgerundet. So, das können wir beenden. Neuen Körper. Okay, du hast ja recht. Dann wird das auch eine Zeichnung und die kommt jetzt auf die YZ-Ebene. Okay. So, da zeichnen wir auch einen Kreis rein, wieder zentrisch bemaßen und AAA.dm innen 3. Okay. Und kommen wir raus aus der Zeichnung, wiederum aufpolstern, 20 mm, diesen Körper hier zum aktiven Element machen und dann den Schnitt bilden. Das heißt, einmal hier auf Schnitt wechseln, Körper hinzufügen, du bitte. Und jetzt haben wir das Teil hier fertig, was den Zapfen an dem Eckstein bildet. Einmal OK. Und jetzt haben wir hier noch, jetzt haben wir mehrere Körper hier. Wir können das mal gerade hier ein bisschen einklappen. So, und zwar, da haben wir einmal diesen Buddy 060 und Eck. So, jetzt machen wir noch den Eck zum aktiven Element und verbinden den mit dem. Das heißt, boolsches Element, Vereinigung ist richtig, Körper hinzufügen, du bitte. Und einmal OK drücken und jetzt ist dieser Eck hier der komplette Eckstein, den wir so dann auch drucken können. Aber da mache ich der Sicherheit halber ein neues Objekt raus. Und zwar, das mache ich mit dieser Funktion. Das ist dieselbe, die ich am Anfang über Part und dann Kopie Teil aufbereiten. Das heißt ja auch Kopie einer Form aufbereiten. Die wird jetzt ausgewählt. Hat er das gemacht? Ne, das hat er nicht gemacht. Machen wir nochmal. Form aufbereiten. Jetzt hat er es gemacht. Das wird dann inaktiv geschaltet. Das ist neu. Und dann gehen wir einfach her, machen einen neuen Körper. Und diesen Körper, dem gebe ich jetzt den Namen Eckstein. Und fertig sind wir. Das heißt, diese Elemente hier, die brauchen wir nicht mehr. Ich mache jetzt erstmal wieder alle Steine sichtbar, die dazugehören. Das Mittelteil muss sichtbar sein.
Ich habe hier noch ein paar Steine vergessen. Wo sollen die sein? Klappen wir das gerade mal zu. Also einmal da machen wir die Darstellung mal wieder auf komplett sichtbar und der Kantenstein ebenfalls komplett sichtbar. Okay, können wir schließen. So, jetzt haben wir alle Steine hier drin und diesen Kantenstein will man das Ding komplett darstellen, wie es aussieht, muss der natürlich auch wieder kopiert werden. Den Eckstein gibt es 8 Mal. Das heißt, ich mache hier von diesem Eckstein erstmal eine Kopie. Da wählen wir wieder hier aus, dass das bitte ohne die Tabelle funktioniert. OK drücken, dann fügen wir hin zu 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mal schauen, da haben wir 7 Stück. Das machen wir gerade mal rückwirkend, rückgängig. Okay, machen wir nochmal den Eckstein in Kopie. Und was müssen wir hiervon nicht haben? Den brauchen wir wirklich nicht. Nur den Eckstein, das ist korrekt. Und dann versuchen wir es. Okay, Steuerung V. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Okay, dann haben wir hier unseren Eckstein, den transformieren wir jetzt. Und zwar bewegen wir den mit dem blauen hier hin, den nächsten mit dem blauen, den müssen wir erstmal beenden, den nächsten Stein transformieren, auch mit dem blauen dahin und OK. Und die Nummer 3 transformieren, auch mit dem blauen, da drehen wir jetzt hier die Richtung. So, dann haben wir erstmal den Würfel hierzu. Okay, dann haben wir noch einer fehlt noch, müssen wir noch mal einmal Steuerung V drücken. So, dann haben wir noch die 4, 5, 6 und 7. 4 transformieren. Okay, den drehen wir mit dem grünen dahin und OK. Dann haben wir die Nummer 5 transformieren, den drehen wir auch mit dem grünen dahin und dann drehen wir mit dem blauen dahin. Okay. Nummer 6 transformieren mit dem grünen dahin. Jetzt drehen wir den mit dem roten dahin und den letzten Stein transformieren mit dem blauen. Das gucken wir uns lieber mal hier an. Mit dem blauen dahin. Und jetzt brauchen wir den nur noch mit dem roten da unten hin bewegen. So, jetzt habe ich alle Würfel fertig. Und schau mal an, Mittelteil ist aktiv. Also das ist jetzt alles im Prinzip sichtbar. Aber wie gesagt, für einen 3D-Druck braucht man halt immer nur die einzelnen Steine. Und da nutzen wir dann für den Druck das Mittelteil, einen Zentralstein, den Kantenstein und hier diesen Eckstein, würde ich so vorschlagen. Das heißt, wir machen erstmal eine Speicherung, Datei speichern unter,
Und zwar, das nennen wir jetzt einfach mal die Version 003. Und wir exportieren das Mittelteil. Steuerung E. Das kommt in dasselbe Verzeichnis STL. Das nennen wir Mittelteil.stl. Dann haben wir den Zentralstein. Steuerung E. Zentralstein.stl. Dann haben wir den Kantenstein. Steuerung E. Kantenstein.stl. Und dann haben wir den Eckstein, das ist der Steuerung E und auch da Eckstein.stl. So, mehr brauchen wir hier nicht. Man könnte jetzt noch Platten hier drucken für die farbliche, dass man das mit verschiedenen Farben druckt. Das kann man immer noch machen. Das möchte ich hier im Tutorial jetzt nicht näher zeigen. Was ich hier zeigen möchte, ist, wie man die in Cura einlädt. Das, was gerade hier generiert worden ist. Ich starte gerade einmal Cura. Das ist die Version 4.8.0, die ich nutze. Brauchen Böttchen. Jo, da haben wir Cura. Das steht jetzt hier auf dem falschen. Das ist Cube Raft, nennen wir das Ganze. Cube Support. Ich weiß nicht genau, müssen wir gleich schauen. So, 0.24 mm Layerhöhe, das ist genau richtig. So, ich importiere jetzt erstmal und zwar das Mittelteil. So, da ist das Mittelteil. Das kann man so, wie es hier ist, einfach drucken. Support brauchen wir nicht unbedingt, aber wir können ihn generieren. Den Support, den ich hier generiere, schauen wir mal gerade nach. Das ist uns. Da machen wir den Support an, und das ist Support Struktur, das ist normal, und das Muster, das ist Gyroid. Wo ist es? Gyroid, das ist das. Und dann, wo soll der Support hin? Everywhere, nein, nur auf die Bildplate. Und dann können wir das Ganze slicen, uns anschauen, wie schaut das aus. Dann sieht man hier, da hat er so ein bisschen Support hingemacht und das Teil wird so gedruckt. Gut, wir löschen das wieder raus. Und den nächsten, da nehmen wir jetzt den Zentralstein, der ist eigentlich mit am einfachsten. Der wird einfach, gehen wieder in den Prepare-Modus, selektiert, dann hier überdrehen, kann man den erst einmal so drehen, dass er gut gedruckt werden kann, und dann können wir den slicen. Support kann da eigentlich ausgeschaltet werden und slicen. Vor Ansicht, okay, klappt auch. Wir schließen. Ich kann das jetzt speichern, das mache ich aber jetzt nicht. Ich lösche den, gehe wieder in den Prepare-Mode, öffne jetzt der Kantenstein. So kann man den natürlich drucken. Ist die Frage, ob es Sinn macht. So ganz unsinnig ist es nicht, weil dann werden diese Flächen hier, die werden recht gut gedruckt. Und die laufen ja schließlich auch in dem Würfel aufeinander. Und diese hier, die würde ich dann mit Support versehen. Da muss man hinterher ein bisschen nacharbeiten. Aber da läuft der Würfel auch drauf. Ist gehüpft wie gesprungen. Wenn ich ihn jetzt flach lege, den Würfel, dann habe ich halt andere Sachen, wo ich Support nutzen muss, wo mich dann das genauso nervt. Also ich mache es einfach mal so.
Wir slicen das Ganze und Preview. Wir haben aber den Support nicht an. Das heißt, wir gehen wieder hierher. Support bitte an und nochmal slicen. So, und dann sieht man hier, da unten kommt dieser Gyroid Support hin und der ist auch recht angenehm und einfach zu entfernen und dann könnte man das auch speichern. So, jetzt machen wir noch den Kantenstein. Das heißt, das wird wieder gelöscht. Prepare. Wir öffnen jetzt noch den Eckstein. Das ist der letzte. Und den kann ich auch so slicen. Und da haben wir ihn. Einmal Preview und da sieht man es. Da unten ist der Support, Gyroid und dann kann man den Stein auch so drucken. Gut, das war's mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn euch solche Tutorials interessieren, so lasst gerne ein Abo da. Klickt vielleicht auch die Glocke, damit ihr mitkriegt, wenn ich neue solche perversen Tutorials mache. Dann viel Spaß beim Rubik's Cube basteln. Nächstes Projekt, was ich mir vorgenommen habe, ist genau nochmal der Rubik's Cube, aber ich denke, dass ich den in BeckerCAD versuche zu konstruieren. Das ist garantiert einiges, ich sag mal, aufwendiger, weil wir haben halt da keine Parametrik und vor allem für mich ist es aufwendiger, weil ich mich mit BeckerCAD halt nicht so gut auskenne wie mit FreeCAD. Okay, dann alles Gute, tschüss.